Hallo ihr Lieben, hier ein Video von unseren Schafen und Hühnern in der Obstplantage. Wir waren 2022 zu Besuch mit unseren Tieren in einer pestizidfreien Apfelplantage, wo wir in den Baumreihen, zwischen den Baumreihen beweidet haben. Erst mit den Schafen und hinterher sind dann die Hühner gekommen. Ja, und ich habe dann einfach mal gefilmt, wie lange dauert das eigentlich, wenn ich die Tiere versorge. Also erstmal die Eier holen aus dem Wagen, bevor wir den dann gleich weiterziehen, nicht, dass die noch kaputt gehen. Dann eben die Schafe auf ihr neues Stück bringen, das ist da hinten schon aufgebaut. Und dann die Hühner auf ihr neues Stück bringen, dann Hühner füttern, allen Wasser geben und dann eben wieder den Zaun für den nächsten Tag aufbauen vor die Schafe. Und alles in allem hat das dann so 18 Minuten gedauert. Ich habe das Wasser auffüllen, habe ich jetzt nicht mehr hier auf der Kamera drauf. Alles andere habe ich jetzt einmal hier gefilmt für euch und für uns. Und ihr seht schon, hier ist unsere bunte Hühnerschar. Die haben ihren Futteranhänger mit den 2 Futtertonnen haben sie hinten dran. Dann haben sie da so eine halbe Regentonne, wo ihr Staubbad drunter ist und eben das Futter. Im Anhänger selber, da sind eben die Nester und die Sitzstangen. Vorne dran sind die Schafe und das war jetzt leider so ein bisschen eine Misskommunikation war passiert. Es gab jemanden, der dort Kartoffeln angebaut hat und im Gegenzug dann den Rasen oder die Wiese gemäht hat. Da war aber noch nicht so richtig klar, dass unsere Tiere auch im Winter gerne draußen sein würden und dementsprechend gab es dann nicht mehr so viel Futter und weil die Wiese so untergemäht war. Deshalb haben wir dann auf der Wiese zugefüttert und haben dann mit Kisten den Schafen noch ein bisschen Heu dazugegeben, damit sie genug haben. Für die Hühner reicht ja auch niedrige Wiese, das war kein Problem für die. Und so hat es dann trotzdem geklappt, dass wir eben mit denen draußen sein konnten, obwohl das Wachstum noch nicht so eingesetzt hatte. Das Projekt hier ist ein super spannendes Projekt. Die machen pestizidfreien Apfelanbau. Klingt erstmal so, ja, ist doch Bio. Ja, aber selbst im Bioanbau wird tatsächlich relativ viel gespritzt im Obstbau, weil Insekten, Pilze einfach sehr gerne auf Obst draufgehen, auf die Fruchtkörper und die Bäume auch nicht unbedingt so, ja, so resistent sind, wie sie vielleicht noch vor 100 Jahren waren, weil eben in der Zucht, in der Apfelzucht und aber auch generell in der Obstzucht vor allem auf Ertrag und Schnellwüchsigkeit selektiert wird und die alten Sorten da eben nicht mehr mithalten können. Und dementsprechend ist es auch im Bioanbau leider gang und gäbe, dass gespritzt wird gegen die verschiedensten Schädlinge, in Anführungsstrichen. Und dieses Projekt hier sind eben sehr engagierte Menschen, die dort in Kooperation mit der Uni Witzenhausen zusammen eine Plantage angelegt haben und eine Streuobstwiese, die sieht man ganz hinten im Hintergrund. Und auf diesen 2 verschiedenen Anbausystemen, einmal mit Hochstammbäumen auf der Streuobstwiese und hier eben in der Plantage mit Niedrigstammbäumen, haben sie ganz viele verschiedene Projekte am Laufen. Also sie haben auch alte Sorten gepflanzt, sie haben moderne Sorten gepflanzt und haben auch eine Reihe gepflanzt, wo man den Verlauf der Zucht von ja, seit die letzten Sorten, die noch erhalten sind, bis eben in die modernen Pink Lady und so, haben sie dann eben verschiedenste Bäume gepflanzt, um auch einfach mal zu gucken, wie verhalten sich die unterschiedlichen Sorten, wenn sie eben nicht gespritzt werden. Und dann machen sie eben ganz viele verschiedene Sachen, um die Biodiversität zu fördern. Sie haben Ansitzstangen für Raubvögel, sie haben Nistkästen für Singvögel, sie haben Brutkästen oder Insektenhotels für alle möglichen Nutzinsekten. Und als wir dann gefragt haben, hey, wir suchen gerade eine Fläche für unsere Tiere, waren sie eben auch total happy, weil die Schafe und die Hühner bringen eben auch nochmal Diversität in das gesamte System. Und mit unserer Beweidung eben jeden Tag ein kleines Stück weiterziehend, haben wir auch keinen Platz weggenommen sozusagen. Also wir sind auf den Teilen, die mit Gras eingesät sind, unterwegs gewesen. Nebendran wurden Kartoffeln angebaut. Dann auf der linken Seite, da wo ich jetzt gerade durchlaufe, da haben sie noch eine Baumschule für Jungbäume, die sie eben auch verkaufen. Und daneben ist dann wieder ein
einen Wiesenstreifen, daneben waren dann wieder Kartoffeln und dann haben sie auch noch rote Beete angebaut, sie haben Karotten angebaut, Kürbisse und das war natürlich mega für unsere Tiere, da zwischendrin unterwegs sein zu können. Im Sommer haben die Bäume dann auch noch ein bisschen Schatten gegeben. Wir haben dann den Schafen aber trotzdem auch noch einen Anhänger gegeben, der ihnen auch noch mal ein bisschen Schatten mehr gegeben hat. Und die Hühner haben sowieso ihren Schatten dabei. Und das war eine super, super Experiment. Klappt es auch in so engmaschigen Multikulti-Systemen mit Tieren dabei zu kommen? Und das hat gut geklappt. Wir hätten dann gerne auch noch mit den Hühnern unter den Baumscheiben oder in den Baumreihen selber geweidet. Da hätten die Hühner dann schön nochmal scharren können und die Baumscheibe befreien können von Bewuchs, weil das wird im Moment dort noch maschinell gemacht. Das hat leider dann in unserem System nicht funktioniert, weil die Hühner hätten wir da zwar auch anders zäunen können, wir hätten den Zaun ja auch jeweils auf die Außenseite stellen können, sodass die Hühner auch unter die Bäume kommen, aber dann hätten die Schafe die Bäume kaputt gemacht, weil es ja Niedrigstämme sind, da kommen die Schafe bis oben dran und dann hätten die geschält, hätten auch die Früchte abgefressen und die Blätter abgefressen und hätten da jetzt nicht verstanden, was für sie gemeint ist und was jetzt eher für den menschlichen Verzehr gedacht ist. Und dementsprechend konnten wir dann auch die Hühner nicht einfach unter die Bäume drunter zäunen. Da müsste man noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob einem da noch was einfällt, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Oder man sagt halt, okay, man packt anstatt Schafen, packt man einfach noch Gänse in das System. Gänse beweiden auch die Wiese. Sie brauchen auch nicht so viel Fläche wie jetzt Schafe. Das heißt, in dem System wären jetzt mehr Schafe nicht machbar gewesen. Also klar, wenn die Wiese auch höher steht und man nicht noch zwischendurch mit dem Traktor mäht, dann ist da auch ein bisschen mehr Futter, da muss man nicht mehr mit dem Heu dazu füttern, aber viel mehr Tiere passen da nicht rein. Und umso größer die Bäume werden, umso enger wird ja auch der Bereich. Ich glaube, das waren hier 8 Meter zwischen den Baumreihen. Das ist schon ziemlich weit für eine Plantage. Und wenn die Bäume erstmal ihre Kronen entwickeln, oder ich weiß gar nicht, ob das bei Niedrigstämmen auch Krone heißt dann, aber wenn die erstmal ihre Äste ausstrecken, dann wird der Bereich, wo die Schafe sicher weiden können, ohne dass sie die Bäume gefährden, natürlich immer kleiner. Und da müsste man dann halt überlegen, ob man entweder auf eine kleinere Schafrasse geht oder ob man einfach sagt, okay, wir nehmen jemand anders, der sich nicht so für Bäume interessiert. Das wären zum Beispiel Gänse, die dann auch zusammen mit den Hühnern gehalten werden könnten. Oder eben auch hier wie die Schafe vor den Hühnern herziehen. Bei Gänsen wäre natürlich dann die Frage, wo kriegt man genug Wasser für die Tiere her? Das war jetzt hier auf der Fläche ein bisschen ein Problem für uns, weil wir eben mit dem Fahrrad oder mit dem Elektroroller dann täglich dahin eiern mussten. Das waren so 10 Minuten, also es war total okay, aber da habe ich dann einfach mir den Kanister Wasser habe ich dann einfach mitgenommen. Die Schafe und die Hühner, die trinken nicht so viel. Im Sommer, klar, trinken sie ein bisschen mehr, aber da haben sie ja auch noch das Gras, was auch viel Wasser enthält und dementsprechend war das total stemmbar für uns. Und dann war es eben 10 Minuten Hinfahrt, die Tiere versorgen und 10 Minuten zurückfahren und dann war man in 40 Minuten, ist man locker fertig mit der ganzen Sache und dann hat man seine Eier für die nächsten Tage. Und da haben wir es auch so gemacht, wir haben dadurch, dass ja in Witzenhausen die Uni ist, wo es ökologischen Landbau zu studieren gibt, gab es viele Leute, die sich für solche Sachen, wie wir sie halt machen, interessieren. Und da haben wir ein kleines Tierteam gegründet und dann haben wir uns reingeteilt und ich musste nicht jeden Tag zu den Tieren gehen, sondern meine WG hat noch ein bisschen was gemacht und dann hatten wir eben im Tierteam noch ein paar Leute, die dann auch sich einen Tag die Woche committed haben, rauszufahren, die Tiere versorgen, auch weil es einfach schön ist und eben dann genug Eier für eine Woche zu haben. Die besseren Eier gibt es eben nicht. Wenn die Tiere jeden Tag ein Stück weiterziehen, dann auch noch hinter den Schafen hinterher, dann noch hier in der Obstplantage, wo es einfach so viel Insekten, Gräser, Kräuter zu essen gibt. Das sind die besten Eier. Und da hatten wir eben ein cooles Team von Leuten. Hoffen wir, dass wir jetzt auch wieder an unserem neuen Ort aufgebaut bekommen. Leider gibt es hier keine Uni direkt nebendran, wo sich genau die Leute tummeln, die sich für solche Sachen interessieren. Aber ansonsten finden wir bestimmt auch noch jemand anderen. So, das war eigentlich schon alles, was zu machen ist. Jetzt baue ich gerade noch den Zaun fürs nächste Mal vorne dran. Und das ist eben gut, wenn man es so rum macht, weil dann kann man, wenn man kommt, kann man die Tiere direkt drüber lassen. Die bleiben eigentlich im Zaun. Also
Jetzt kriegen wir oft die Frage, hä, das ist ja nur so niedrig, warum flattern die Hühner da nicht drüber? Selbst wenn sie mal drüber flattern, dann wissen sie, wo sie wohnen, dann flattern sie auch wieder zurück. Und dadurch, dass wir jeden Tag ein Stück weiterziehen, sind sie einfach auch zufrieden da. Also sie stehen nicht in ihrer eigenen Scheiße, sie finden immer noch was zum Jagen und dadurch, dass wir jeden Tag weiterziehen, kommen sie gar nicht in die Versuchung, auszubrechen. Bei den Schafen ist es so, wenn sie dann sehen, da kommt ja der Nick, jetzt geht's weiter, wenn ich dann erst anfange, den Zaun aufzubauen, dann kann es bei denen zu Stress führen. Dann sind die sind schon total bereit und deshalb machen wir das am besten so, ich baue den Zaun auf, nachdem ich sie gerade umgekoppelt habe. Ihr seht es da, die rennen da rum, die fressen das frische Gras, was da noch steht und sind versorgt und die wollen jetzt gerade gar nicht weiter, die sind ja schon weiter. Und dann kann ich in Ruhe den Zaun aufbauen und wenn ich am nächsten Tag komme, und dann sehen sie mich, sind sie total bereit und mähen mich auch schon an. Dann kann ich sie direkt als erstes rüberlassen, dann sind die versorgt, dann kann ich in Ruhe die Hühner versorgen und dann habe ich nicht dieses Problem, dass die Schafe vielleicht dann doch mal übers Netz drüber springen, weil die Netze, das sind Empfehlungen, ne? Also die sind nicht so, dass die Schafe da auf keinen Fall drüber können. Sie sind halt so, dass man den Schafen empfiehlt, hey, bleib doch hier. Und wenn wir dafür sorgen, dass sie glücklich sind, dann bleiben sie da. Und man kann es hier schön sehen, man braucht für Schafe keinen Stall. Also man kann Schafe in den Stall packen, aber das bringt natürlich Probleme mit sich. Man hat dann einen Riesenbatzen Mist. Wenn man den braucht, zum Düngen zum Beispiel, dann ist es ja super. Aber man muss eben auch misten und so. Und was wir jetzt hier gemacht haben, wir hatten zwar nicht mehr genug Wiese, weil die schon gemäht war, aber das ist ja nicht schlimm. Wir können die ja trotzdem jeden Tag auf ein neues Stück Wiese bringen. Dann haben sie zumindest ein bisschen frische Wiese, die sie fressen können. Und dann haben wir einfach mit Heu zugefüttert und haben denen so viel Heu gegeben, wie sie brauchen. Dann sind sie trotzdem versorgt. Und sobald dann die Wiese angefangen hat, schneller zu wachsen und groß genug zu sein, dann konnte man das Heu auch einfach weglassen, weil die Schafe sind eben auch schon an Wiese gewöhnt. Das ist ja ein großes Problem, wenn man generell Wiederkäuer, bei Schafen ist es auf jeden Fall so, dass man da sehr drauf achten muss, wenn man die im Frühjahr, nachdem sie den ganzen Winter im Stall waren und nur Heu gefressen haben, auf das frische, neue, schnell wachsende Gras bringt, dann kann es dazu führen, dass die tatsächlich versterben, weil dann die Bakterien im Magen-Darm-Trakt noch nicht so drauf eingestellt sind, auf dieses andere Futter. Und deshalb muss man Schafe langsam im Frühjahr an das Futter gewöhnen. Und das passiert hier eben ganz automatisch, wenn sie sowieso draußen sind und an die Wiese gewöhnt sind, auch wenn sie sich vom Großteil von Heu ernährt haben, dann ist es eben viel entspannter, einfach noch ein paar Tage das Heu zu reduzieren und es dann einfach komplett wegzulassen. Allgemein würde ich aber schon sagen, dass man sich das genau überlegen muss, ob es nicht doch Sinn macht, die Tiere reinzuholen in den Stall, wenn man sowieso Heu macht und sowieso Heu füttert, dann spricht auch vieles dafür, das im Stall zu machen, denn wenn es mal friert draußen, denen dann auch noch Wasser rauszubringen, was sie ja dann auch brauchen, weil sie eben das Heu fressen, dann muss man da ständig neues Wasser hinschleppen oder man muss sich irgendwie überlegen, wie man das beheizen kann. Man braucht ja im Winter fast kein Wasser für die Schafe, wenn sie sich draußen vom Gras ernähren, weil das auch noch so viel Wasser hat, dass sie da versorgt sind. Wenn man aber Heu füttert, muss man eben Wasser zur Verfügung stellen. Und bei den Hühnern ist es genauso. Dann dieser Tränkautomat, den wir für die Hühner haben, der friert dann ein, das funktioniert dann nicht. Da muss man da auch da immer wieder warmes Wasser bringen. Und das andere ist, warum man sich auch überlegen sollte, ob man die Tiere doch im Winter reinholt, ist der Kot. Der fällt hier auf die Wiese und jetzt in dem Stadium, wo wir da gerade sind, da ist es auch schon gut, die Natur fängt ja schon an zu leben und auch wieder Kot zu verarbeiten, aber im hohen Winter, wenn es wirklich kalt ist und die Tiere dann da drauf koten, der Boden ist vielleicht sogar gefroren, aber mindestens ist da gerade nichts aktiv zum Verwenden von dem Mist oder von dem Kot und dann geht der Stickstoff einfach verloren. Also wir haben die Düngewirkung haben wir gar nicht. Es wird einfach ausgewaschen und dementsprechend bin ich jetzt der Überzeugung, nächstes Jahr werden wir die Hühner reinholen. Wir werden denen ein Gewächshaus bauen, wo sie den Winter drin verbringen können. Da werden wir dann den Kot auffangen mit Deep Bedding, also mit Holzhäckseln, mit Stroh, mit Kompost werden wir einstreuen und dann
können wir den dann verwenden, um darauf dann Tomaten anzubauen und so weiter. Und die Schafe, die werden wir auch dieses Jahr wieder dann rausbringen im Winter, weil wir eben keinen Strom, kein Heu machen wollen. Das ist zusätzliche Arbeit, man braucht einen Traktor, man braucht zusätzliche Flächen, die man im Sommer nicht beweiden kann, sondern dann halt mähen muss. Und ich will versuchen, mit den Schafen draußen zu bleiben im Winter und zu rotieren und ohne dass wir Heu zu füttern. Aber dafür braucht es eben eine ganz genaue Abstimmung auf das System. Wir sind jetzt im Hunsrück, da ist es noch mal kälter als in Witzenhausen. Es ist noch mal, ja, einfach auch das Potenzial da, dass es zu kalt wird. Zu kalt wäre, der Boden ist gefroren, obendrauf das Gras ist vielleicht unter einer Schneedecke, die dann auch nochmal angetaut ist und wieder zugefroren ist. Und bei solchen Geschichten, wenn dann die Schafe gar nicht mehr ans Futter drunter rankommen, dann müsste man doch wieder Heu zufüttern. Und das macht aus meiner Sicht dann doch Sinn, sie dann in den Stall zu holen. Aber eben nur punktuell für die Zeiten, wo der Boden überfroren ist, wo sie nicht mehr nach Futter graben können. Oder wenn man es eben dann doch nicht geschafft hat, genug Stockpile zu betreiben, dass man ihnen dann die Möglichkeit gibt, okay, wir haben jetzt alles draußen abgeweidet, bis es neues Wachstum gibt, kommt ihr eben rein, kommt auf Stroh und kriegt Heu gefüttert und dann können wir euren Mist verwenden als Dünger. Es gibt immer wieder Momente, in denen macht Sinn, die Schafe reinzuholen. Jetzt gerade sind sie ja auch auf Stroh, solange bis die Wurmkur drin ist, damit wir uns die Wiesen nicht verseuchen.